Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wie viel könnt ihr eigentlich essen und trinken, bevor es ihr einfach platzt? Ja, komische Frage von mir, werdet ihr euch denken, denn wir werden uns heute mit Schwachstellen in Snack- und Getränkautomaten beschäftigen. Ja, solche Selbstbedienungsautomaten, an denen man Süßigkeiten, Getränke oder kleine Schokoriegel und andere Snacks kaufen kann, haben ja oft elektronische Bezahlsysteme im Einsatz. Eines dieser Bezahlsysteme, was wir uns heute genauer unter die Lupe nehmen werden, ist MiZip. Ja, ich muss mich an der Stelle schon mal bei einem Zuschauer von meinem Kanal bedanken, denn mir hat jemand hier diesen MiZip-Bezahlschlüssel zugeschickt. Der Zuschauer hat mir gesagt, dass er diesen Bezahlschlüssel mit dem Flipper Zero hier auslesen konnte und konnte damit sogar danach am Automaten mit dieser angefertigten Kopie bezahlen. Er fand das alles etwas gruselig. Gut, normalerweise sollte man das jetzt nicht einfach so einsetzen, weil das natürlich nicht erlaubt, wenn ich hier jemanden betrüge, in dem Sinne, dass ich so ein Zahlmedium kopiere. Aber dennoch hat mich das interessiert, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe das MiZip-Bezahlverfahren noch gar nicht gekannt, habe dann selber ein bisschen recherchiert und habe mich auf die Suche noch nach weiteren Schwachstellen hier gemacht. Ja, mit dem Flipper Zero hier kann ich den Kontostand, also das Geld, was noch auf diesem Bezahlchip drauf ist, auslesen und eben eine Kopie einsetzen. Aber was mich interessiert hat, ist, können wir vielleicht durch Manipulation von den Daten auf dem Chip vielleicht sogar noch mehr damit machen? Ja, ich habe investigativ recherchiert, habe mich informiert, habe auch Kontakt mit dem Hersteller aufgenommen und was dabei rausgekommen ist, wie der zu meinen Entdeckungen steht und was der mir gesagt hat, ja, das werden wir auch hier in diesem Video behandeln. Ja, wir werden uns auch mal das Sicherheitskonzept anschauen, wie das aufgebaut ist und wir werden uns die Frage stellen, beziehungsweise ich werde die Frage beantworten, wie sich dieses Sicherheitskonzept auch auf andere Systeme übertragen lässt. Zum Beispiel denke ich gerne an Schließsysteme und da gibt es auch immer wieder Schwachstellen und eine Weisheit, die wir hier entdecken werden, kann sich vielleicht auch auf Schließsysteme irgendwo replizieren lassen. Ja, was das genau ist, ob ich den Money Glitch gefunden habe und was wir hier an wichtigen Erkenntnissen, gerade wenn ihr zum Beispiel so ein Automatenbetreiber seid, hier gewinnen können, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes, das verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird Cyber Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto, Video, ne Ziel, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, ich habe es euch ja bereits in der Einleitung gesagt, heute dreht sich alles um das MiZip-Bezahlsystem. Ich selber habe das MiZip-Bezahlsystem davor ehrlicherweise noch nicht gekannt. Ich habe da auch erstmal recherchieren müssen und mir erstmal einen Überblick über die komplette Lage hier machen müssen, damit ich überhaupt sagen kann, was ist hier überhaupt Sache. Ja, das MiZip-Bezahlverfahren ist ein weit verbreitetes Bezahlverfahren an solchen Selbstbedienungsautomaten, an Getränkeautomaten, an Snackautomaten, vielleicht auch SB-Kassen, wo ich mir vielleicht Softdrinks runterlassen kann. Ich kann es gar nicht sagen, aber das System ist von einem großen Anbieter hier in Europa, ja, und ist erstmal grundsätzlich proprietär aufgebaut. Das heißt, der Hersteller hat hier in einer Sandbox ein Bezahlsystem gebaut, wo man erstmal als Externer gar keinen Einblick darauf hat. Genutzt werden hier ganz normale NFC-Standardkommunikationsverfahren im Bereich 125 kHz oder 13,56 MHz. Ich habe ja auch schon mal zu den Grundlagen zum Flipper Zero und zu NFC und RFID auch schon mal eine Videoreihe gemacht, wo wir uns auch mal mit den Grundlagen beschäftigt haben. Diese Grundlagen werden wir heute brauchen, denn wir werden uns hier auch auf die Datensätze konzentrieren, was wir hier ausgelesen haben mit dem Flipper Zero und uns damit etwas tiefer beschäftigen. Ja, damit auch ihr ein bisschen Überblick bekommt, was MiZip ist, wie das aufgebaut ist, was es da für Varianten gibt, schauen wir doch jetzt direkt mal, was wir hier im Internet an Informationen zum MiZip-Bezahlverfahren finden. Let's go!
Ja, wenn man hier nach dem MiZip-System im Internet sucht, ist man relativ schnell auf so Seiten von Anbietern, die diese Automaten vertreiben für den Hersteller. Da sieht man auch, wie dieser MiZip-Schlüssel mit diesem MiZip-Leser dann hier dazu führt, dass das Getränk ausgegeben wird, und man kann auch irgendwie mit Bargeld dann den direkt am Automaten aufladen. Da kleines Video noch mit dazu. Ja, hier sehen wir auch das System mit diesem besagten MiZip-Leser. Anscheinend gibt es auch Karten da dazu. Hier sehen wir wieder die Schlüssel. Und wir sehen etwas mehr über den Hersteller. Zahlungssystem von N&W, dieses N&W Global Vending, nach dem werden wir uns gleich mal umschauen. Und was wir hier sehen, dass das ein höchst zuverlässiges System sein soll, kompatibel mit anderen Anwendungsfunktionen. Ja, das System benutzt die kontaktlose MIFARE-Technologie, die zuverlässig und ein hohes Maß an Sicherheit bietet. Ja, sehr sicher und MIFARE Classic, ihr seht, ich lache schon. Ja, das schließt sich gegenseitig aus. Ob das wirklich so sicher ist, also ihr kennt es schon an meinem Lachen, dass es wahrscheinlich nicht so sein wird. Das werden wir uns im weiteren Teil vom Video jetzt anschauen. Ja, wenn wir jetzt hier nach N&W Global Vending schauen, die Seite von N&W Global Vending gibt es nicht mehr, denn wenn man weiter schaut und noch ein bisschen über die Firma recherchiert, stellt man dann fest irgendwann, dass N&W Global Vending von der Evoca-Gruppe entweder umfirmiert wurde oder geschluckt wurde. Die Evoca-Gruppe hat ihren Sitz in Italien, ist relativ groß, beschäftigt auch sehr viele Mitarbeiter. Und wenn wir dann zur Evoca-Gruppe schauen, ja, auf der Seite von der Evoca-Gruppe sehen wir dann wieder eine Untermarke, die Newis, und von Newis sind die Nachfolge MiZip-Lesegeräte hier gebaut worden. Die haben entsprechende Kompatibilität zum MiZip-System, und auf deren Seite gab es bis vor kurzem noch mal eine Erklärung zum alten MiZip-System. Leider gibt es diese Seite nicht mehr. Ich vermute, nachdem ich mit dem Hersteller hier geredet habe, sind die irgendwie hellhörig geworden oder recherchiert einer in dieser alten unsicheren Technik und hat dann die Doku zu diesem alten unsicheren Bezahlverfahren aus dem Netz genommen. Nichtsdestotrotz finden wir auf der Seite von dem Hersteller hier auch eine Übersicht über diese neuen Leser. Wir sehen jetzt hier noch diese alten MiZip-Schlüssel, wir sehen High-Karten, wir sehen anders geformte Tags mit High-Schriftzug, und wir sehen auch noch verschiedene andere Kartenlesetypen mit diesem Light-Leser, dem Plus-Leser und dem Platinum-Leser. Was ganz interessant ist jetzt hier diese Aufstellung. Ich mache es mal ein bisschen größer auch, und da sehen wir hier, welcher Leser hier die verschiedenen Systeme nutzen kann. Was wir hier haben, sind die MiZip-Keys, die können alle, also die Plus, Platinum und Silber Leser können die MiZip-Keys lesen. Das noch ältere ZIP-Verfahren, da habe ich mal geschaut, ja, da gibt es auch noch eine andere Seite von so einem Verkäufer, ja, wirklich sehr alte Seite. Da ist auch noch von den ganz normalen ZIP-Schlüsseln die Rede. Da haben wir noch MIFARE, Yuki, Logic, Hightech, ZIP oder Geldkarte. Geldkarte gibt es ja auch nicht mehr in Deutschland. Aber da ist noch Rede von dem alten ZIP-Verfahren, aber da habe ich auch wirklich nichts mehr dazu gefunden. Ja, aber die Leser können das noch, zumindest der Platinum und der Silber. Die haben irgendwie eine Pufferbatterie drin. Die, ja, Tag, keine Ahnung, was das wieder für Tags sind. Die besseren können Bluetooth. Bluetooth brauchen die, damit die mit der App kommunizieren können. Da gibt es auch die Möglichkeit, dass man hier mittels einer App mit dem Kartenleser kommunizieren kann. MIFARE-Karten, ja, ist klar, weil MiZip basiert ja auf MIFARE, werden unterstützt, wobei die hier, glaube ich, mit MIFARE die neuen sicheren MIFARE Desfire-Karten meinen. Dann haben wir IRDA, das sind Infrarot-Datenaustausch. Das ist auch ganz interessant. Ja, dieses IRDA oder IRDA Infrared Data
ist eigentlich ein ganz interessanter Ansatzpunkt auch für weitergehende Angriffe. Scheinbar kann dieses Bezahlterminal hier mittels Infrarot Daten austauschen zwischen einem Auslesegerät oder Steuergerät oder Programmiergerät. Unser Flipper Zero hier, der kann ja auch Infrarot machen. Was ich mir denke, das wäre mal für ganz was anderes ein Thema, wäre mal das Thema Infrarotdaten, Man in the Middle, ja vielleicht nicht Man in the Middle, aber ein Infrared Scope gibt es ja bereits für den Flipper Zero, in der Art und Weise eine Anwendung, die den Traffic über die Infrarotschnittstelle einfach mitschneidet, protokolliert, sodass wir im Nachgang auswerten können, was für Daten sind da über die Leitung geschickt worden und was können wir hier vielleicht auch noch an Angriffsvektoren nutzen, weil grundsätzlich muss ich auch ein Gerät über Infrarot erstmal gegenüber dem Terminal dort irgendwo identifizieren, ausweisen und dann werden Daten hin und her geschrieben. Ganz ein interessanter Angriffsvektor, nicht Teil von dem Video heute, aber wenn man sich mit dem Thema Infrarot-Datenübertragung beschäftigt, sicher ein ganz interessanter Ansatzpunkt, was sicher mal ein anderes Thema für ein Video wäre. Doch jetzt schauen wir mal wieder zurück. Ja, dann haben wir hier noch verschiedene Anschlusstypen. DB9 Connector wird irgend so eine Programmierschnittstelle sein, USB, SD-Kartenleser. Wäre interessant, ob man da irgendwie rankommt als Angreifer. Wäre auch ein interessanter Angriffsvektor. Und MDB Slave von Master-Version, da kann man glaube ich mehrere Leser irgendwie zusammen verketten. Einer als Master und einer als Slave-Steuereinheit agieren lassen. App Ready ist genau kompatibel mit dem Bluetooth. Ohne Bluetooth gibt es auch keine App-Kompatibilität. Ja, erst 232 Schnittstelle, kann nur der ganz alte. Weiß nicht, was man sonst noch hier für Peripheriegeräte anschließen kann und was High IES kompatibel ist. Keine Ahnung. Also wir sehen hier sind sehr viele Fachbegriffe, die herstellerspezifisch hier sind, die hier zum Einsatz kommen. Was wir im Fazit aber sagen können, ist, dass diese Leser sehr, sehr viele alte Verfahren hier unter ein Dach vereinen und dadurch auch eben ein gewisses Angriffspotenzial bieten. Ja, wir werden jetzt Hand anlegen, denn wir werden uns jetzt mal anschauen, wenn wir den Flipper Zero und den MeetZip Bezahlschlüssel nehmen, was wir hier für Daten auslesen können und was uns das an der Stelle schon mal bringt. Starten wir also mit dem ersten Versuch, die Daten auszulesen. Ja, ich habe hier den Flipper Zero schon mal mit dem MeetZip-Schlüssel hier vorbereitet und was wir jetzt machen ist, wie einfach wir diesen Schlüssel mit dem Flipper Zero auslesen können. Dazu halte ich ihn jetzt einfach mal sauber hinten dran und ich gehe in die NFC-Funktion und starte das Ganze mit Read. Das dauert jetzt einen kurzen Moment, weil er erstmal erkennen muss, was für eine Art Schlüssel das ist. Und nachdem er erkennt, dass sich das um ein MyFair Classic im weitesten Sinne handelt, fängt er hier auch an mit dem Nested-Angriff, hat dann auch relativ schnell die Keys extrahiert und wir sehen jetzt hier, dass wir aktuell hier bei dem Schlüssel noch 2 Cent drauf haben. Ich kann jetzt hier auch nicht wirklich viel anschauen. Was ich jetzt noch habe, sind jetzt hier die Rohdaten, doch die schauen wir uns dann gleich nochmal etwas genauer im Texteditor an. Was ich jetzt mache ist, ich tue das Ganze jetzt einfach mal abspeichern und damit das in meiner Liste hier ziemlich weit oben ist, nenne ich das jetzt einfach mal 1 und ein Z für 1 ZIP oder MeetZip und speichere das Ganze mal ab. Ja, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an, wie das Ganze dann in der Dump-Datei ausschaut. Ja, dazu gehe ich jetzt hier mal in den File Manager rein, in die SD-Karte, gehe in den Bereich NFC und dort haben wir dann hier schon die 1Z-Karte. Die lade ich jetzt runter und da haben wir schon unseren NFC-Dump. Ich öffne das Ganze jetzt einfach mal im Texteditor, sodass wir jetzt mal schauen können, wie sich das Ganze anschaut. Ja, hier haben wir die Dump-Datei von unserem MeetZip-Schlüssel und was wir hier sehen, wir haben hier den Bereich an Daten ausgelesen
Und hier unten geht es zwar noch weiter, aber da haben wir lauter Fragezeichen. Hintergrund ist, es handelt sich hier eigentlich nicht um eine MyFair Classic von Typ 1K, denn die 1K-Karten haben 16 Sektoren. Nein, es ist im eigentlichen Sinne eine MyFair Mini. MyFair Mini ist nicht vom Flipper komplett unterstützt und MyFair Mini hat nur einen Sektor, das ist der erste, 2, da ist der dritte, da ist der vierte und das ist der 5., also 5 Sektoren. Das heißt, die ganze Karte besteht nur aus 5 Sektoren und nicht wie bei MyFair Classic 1K aus 16. Das heißt, nur diese Daten sind auch physisch auf dem Chip vorhanden. Ja, wir haben hier neben der UID, die hier 22B4EDED, 22B4EDED, die haben wir ja hier vorne. Wer sich nochmal damit beschäftigen möchte, wie diese Blöcke aufgebaut sind, ich habe ja da auch mal eine Videoreihe zu Hacking NFC gemacht, da gehe ich hier auch nochmal auf ein paar Grundlagen zum Thema NFC und MyFair Classic ein. Deswegen wiederhole ich hier noch ein paar Sachen gerade am Rande. Also da haben wir die UID und in diesen Bereichen hier, da jeweils, hier, dort, hier und zuletzt da. Da sind die Schlüssel drin, mit denen jeweils geschrieben und gelesen werden kann. Diese Blöcke oder diese Schlüssel, die zum Auslesen hier benötigt werden, die sind bei jedem MiZip-Schlüssel einzigartig und leiten sich aus der UID ab. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, sorry. Ja, wenn dir meine Videos gefallen und du meine Arbeit im Bereich IT-Security unterstützen willst, dann solltest du Kanalmitglied werden. Ja, mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir hier bereits schon, weiter Beiträge zur Schulung, zur Awareness und zur IT-Sicherheitsforschung zu produzieren. Den Button zur Kanalmitgliedschaft findest du hier direkt unter dem Video und ich würde mich freuen, dich als Kanalmitglied willkommen zu heißen. Ja, und du möchtest meine Arbeit unterstützen und möchtest aber nicht gleich Mitglied werden, dann sag einfach mit einem Super Thanks Danke. Dadurch kannst du mir auch einmalig was zurückgeben, wenn dir irgendein Beitrag besonders gut gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden von euch. Vielen Dank für deinen Support, doch jetzt zurück. Ja, wie die Blöcke von der MiZip-Karte mit den A- und B-Schlüsseln geschützt sind, weil es ist ja auch nur eine ganz normale MyFair Classic-Karte. Mit der Frage hat man sich schon vor langer Zeit beschäftigt. Hier im GitHub-Repo von Proxmark 3, da gibt es unter anderem ein Lua-Skript, was sich mit der Kalkulation der Sektorschlüssel von der MiZip-Karte beschäftigt. Und wir sehen hier weiter unten, dass hier mittels einer XOR-Funktion und verschiedenen Keys aus der UID von der Karte der entsprechend gültige Sektorschlüssel berechnet werden kann. Das ist auch ein Thema, was ich ja auch schon mal bei einem Video zur Sicherheit von Kartenlesern im Schwimmbad gezeigt habe, von diesen Schrankfächern. Da war es ja auch so, dass wir festgestellt haben, dass zu jeder UID von den Schlüsselanhängern im Schwimmbad ein individueller Sektorschlüssel abgeleitet werden kann. Hier, in dem Fall ist es, wie gesagt, sogar reverse engineert worden. Ja, und wir haben hier die Schlüssel, mit denen mittels XOR entsprechend der gültige Schlüssel errechnet werden kann. Ja, die Daten, wo dann tatsächlich das Guthaben gespeichert wird, das ist jeweils im Block 8 und Block 9. Also hier in den Bereichen, da sind dann die Daten gespeichert, was der alte Kontostand und der neue Kontostand war. Er schreibt immer wechselseitig in den 2 Blöcken. Das heißt, wenn mal ein Schreibvorgang hier nicht erfolgreich war, weiß er immer noch, was im alten Block stand, weil er immer nur den ältesten Block wechselseitig überschreibt. Ja, so in so einer Art Ringspeicher funktioniert der MiZip-Bezahlvorgang. Ja, nachdem wir jetzt die Daten ausgelesen haben und die Daten jetzt vor uns liegen haben, möchte ich euch einfach mal den ersten Angriffsvektor aufzeigen. Und zwar ist es die ganz einfachste Möglichkeit. Ich habe jetzt hier diese Kartenkopie mit dem Flipper Zero gemacht und wir werden uns jetzt anschauen, wie technisch so ein Replay-Angriff mit einer kopierten Karte funktioniert.
Ja, an dieser Stelle werden wir uns erstmal mit dem Replay-Angriff beschäftigen. Was brauchen wir zum Replay-Angriff? Wir brauchen als erstes mal einen Kunden und auf der anderen Seite einen Hersteller. Der Hersteller betreibt einen Snackautomaten und nutzt dabei das MiZip-Bezahlverfahren. Ja, der Hersteller tut auf der einen Seite den Automat mit Waren befüllen, während auf der anderen Seite der Kunde zahlt und mit dem MiZip-Schlüssel entsprechend die Ware dann bezahlt. Der MiZip-Schlüssel, den wir hier in unserem Beispiel haben, hat noch ein Guthaben von 0, weil unser Kunde muss natürlich erstmal Geld auf den Schlüssel drauf buchen. Zunächst tut der Hersteller den Automaten befüllen und unser Kunde gibt dem Hersteller das Geld, nutzt eine Aufladefunktion entweder direkt am Automaten oder über ein separates Terminal und hat jetzt in unserem Beispiel den Stick mit 5 € aufgeladen. Danach fängt er an, diesen Stick am Automaten einzusetzen. Er kauft sich jetzt hier ein Getränk für 1 €, dann kauft er sich noch einen Schokoriegel für 50 Cent und er kauft sich nochmal ein Getränk und er hat jetzt hier noch 2,50 € auf seinem MiZip-Stick drauf. Ja, setzen wir das Ganze nochmal zurück, wie es am Anfang war, kurz nach der Bezahlung. Er hat jetzt immer noch die 5 € drauf, die Ware ist wieder am Automaten, der Hersteller hat sein Geld. Wie verhält es sich jetzt, wenn wir hier den Flipper Zero nutzen? Der Flipper Zero ersetzt jetzt an der Stelle den MiZip-Schlüssel und er hat ihn wie bei uns gerade ausgelesen und emuliert jetzt diesen Schlüssel mit dem Guthaben von 5 € drauf. Wir machen jetzt genau das gleiche und zwar unser Kunde bezahlt jetzt hier nicht mit seinem MiZip-Schlüssel, sondern mit dem Flipper Zero. Das heißt, er fängt an, hier sich auch wieder erstmal ein Getränk zu kaufen und der Guthabenwert reduziert sich um 1 € auf 4 €. Warum ich das in Klammern geschrieben habe? Weil das Ganze nur virtuell passiert. Der Flipper Zero, der schreibt die Veränderung zur Originalkarte. Die Originalkarte hat immer noch ein Guthaben von 5 in eine Schattendatei. In dieser Schattendatei wird nach und nach, also auch wenn er jetzt hier sich noch ein zweites Getränk kauft, immer der aktuelle Kartenwert gespeichert. Jetzt hat er noch einen Schokoriegel, jetzt hat er nur noch 2,50 drauf und was macht er jetzt dann? Er setzt jetzt einfach sein Flipper Zero wieder zurück auf die ursprünglichen Daten und er hat jetzt technisch wieder 5 € drauf. Das heißt, er kann das Ganze jetzt wieder von neuem starten. Er kauft sich noch ein Getränk, jetzt hat er wieder 4 drauf, noch ein Schokoriegel, 3,50 und zum Schluss setzt er die Karte wieder zurück im Flipper Zero und er hat wieder 5 € drauf. Das heißt, der Automat ist im Prinzip dann leer. Er hat immer noch genauso viel drauf, aber er hat mittlerweile mehr Ware bezogen, als wie er eigentlich gezahlt hat. Ja, in meinen Augen ist dieser Replay-Angriff relativ langweilig. Wir werden uns deswegen jetzt einen zweiten Angriffsvektor anschauen und zwar mittels Datenmanipulation direkt auf den Bezahlschlüssel. Ziel von dem Ganzen soll es sein, dass wir hier einen Bezahlschlüssel so modifizieren können, dass wir hier zum Beispiel der Betrag vom Guthaben oder Abbuchungen oder Aufbuchungen hier individuell verändern können. Ob das geht, wie das theoretisch vom Ablauf möglich ist, das schauen wir uns jetzt an. Ja, etwas interessanter wird es jetzt mit der Datenmanipulation. Ja, wir sind hier wieder bei unserem Beispiel. Der Automat ist schon gefüllt. Wir haben einen MiZip-Schlüssel mit 0 € drauf und der Kunde hat immer noch sein Geld in der Hand. In diesem Fall lassen wir jetzt einfach mal das Geld beiseite, denn wir wollen jetzt ja dafür sorgen, dass der MiZip-Schlüssel plötzlich ein Guthaben ausweist, ohne dass der Kunde je was gezahlt hat. Dazu lassen wir jetzt einfach mal hier den Automaten und die Ware und den Hersteller einfach außer Acht. In unserem Fall müssen wir jetzt hier auf die Daten auf dem MiZip-Schlüssel zugreifen. Dazu nehmen wir uns wieder den Flipper Zero und wir lesen diesen 0 € Schlüssel erstmal aus. Was wir jetzt dann brauchen ist, nachdem wir mit dem Flipper Zero ein Abbild von diesem MiZip-Schlüssel konstruiert haben, ein externes Programm. Das externe Programm, da habe ich schon mal eins geschrieben. Und dieses externe Programm macht jetzt im Prinzip Folgendes. Es tut die Daten an entsprechenden Stellen so verändern, dass
dieser virtuelle Karte nun ein Guthaben, in meinem Fall von 20 € aufweist. Diese 20 € kann man dann, nachdem man sie wieder auf den Flipper quasi zurückgeschrieben hat, dann auch auf den MiZip-Schlüssel zurückschreiben, sodass dann am Ende der Schlüssel einen Guthaben von 20 € hat, obwohl der Schlüssel nie aufgeladen worden ist. Ja, mit diesen 20 € Schlüssel und der Kunde hat natürlich immer noch sein Geld in der Tasche, der Hersteller hat noch keinen einzigen Cent gesehen, kann er jetzt hier ganz normal diesen Schlüssel nutzen und den Automaten leeren. Ja, die Theorie klingt wirklich sehr, sehr vielversprechend und wir werden uns das jetzt natürlich auch in der Praxis anschauen. Doch Vorsicht, so einfach wie in der Theorie ist es nicht. Es gibt bereits Projekte, die sich mit MiZip beschäftigt haben. Unter anderem gibt es auch eine Android-App, die hier eine App bietet, im Prinzip, die hier Guthaben auf MiZip-Chips durch Manipulation dieser Datenblöcke, wo das Guthaben gespeichert ist, entsprechend nach oben oder unten korrigieren kann. Doch haben Anwender bereits von der App festgestellt, dass ihnen entweder der Chip gebrickt wird, das heißt, danach können sie diesen Chip gar nicht mehr am Automaten zum Bezahlen verwenden. Ja, oder zweitens, dass einfach diese Änderungsvorgänge gar nicht richtig funktionieren. Das heißt, der Automat erkennt trotzdem nicht, was hier an Veränderung drauf ist und er einfach das Guthaben trotz Veränderung von diesem Block da nicht lesen kann. Ich habe mich mit dem Ganzen ein bisschen intensiver beschäftigt und habe mir angeschaut, wie hier das System die Daten auf dem Chip verarbeitet. Und da ist jetzt hier eine neue Sicherheitsarchitektur eingezogen worden. Denn in einem zusätzlichen Block, im Block 10, gibt es mittlerweile einen zusätzlichen Counter, der sicherstellt, dass hier keine Daten manipuliert werden können. Und nur mittels dem korrekten Counter können die Automaten weiter richtig hier die Bezahltoken verwenden. Wenn es also ein Angreifer ganz einfach versucht, hier die Betragsfelder zu manipulieren, wird das trotzdem nicht funktionieren, wenn man hier nicht richtig vorgeht. Ja, aus diesem Grund habe ich ein eigenes Programm geschrieben, was genau diese Sicherheitsvorkehrungen emulieren kann, vorberechnen kann und somit immer einen gültigen Token erzeugt. Ja, wie das Ganze in der Praxis funktioniert und ob wir da erfolgreich sind, das werden wir im Teil 2 dieser Videoserie anschauen. Ist auf dem Token nicht wirklich viel Guthaben drauf? Ersten Schritt daran, hier für etwas mehr Guthaben zu sorgen. Ich droppe das Ganze jetzt hier nochmal rein. Dadurch wird die bestehende 1Z-Datei überschrieben. Können wir jetzt hier die manipulierten Daten zurückschreiben auf den ursprünglichen Schlüssel. Wunderbar, dieser MiZip-Schlüssel hat jetzt ein Guthaben von 20 €. Ja, was bedeutet dieser Angriff für die Praxis? Was sagen die Hersteller dazu? Und was hat das für Auswirkungen auf die Technik? Und was bedeutet das für die Sicherheit vom ganzen System? Ja, seid gespannt auf den nächsten Teil. Ja, für ganz Eilige habe ich ein Video für Kanalmitglieder gemacht, in dem ich meinen Code zum Download anbiete. Damit könnt ihr anhand von Testdaten selber MiZip-Token manipulieren und nachvollziehen, wie diese Schwachstelle in der Praxis tatsächlich ausnutzbar ist, wie das Ganze funktioniert und könnt das Ganze auch mit eurem Flipper Zero entsprechend validieren. Ja, mich würde es freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert und die Glocke drückt nicht vergessen, dann wird es auf jeden Fall benachrichtigt, wenn Teil 2 zu dieser Videoserie hier rauskommt. Ja, mich freut es, wenn es auch euch gefallen hat und ich freue mich schon, wenn wir uns im nächsten Teil zur Fortsetzung von dieser spannenden Serie hier wiedersehen. In dem Sinne, macht es gut, ciao, euer Raik.